Grüezi miteinander, Gregory von Lebe Stark hier. Wir möchten dir helfen, einen Enthusiasmus für mehr Bewegung und ausgewogene Ernährung zu entwickeln, und das möchte ich jetzt mit diesem Video machen. Und zwar, vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was du tun kannst, wenn du in einem Motivationsloch sitzt. Oftmals fragt man sich, ist das eigentlich eine Laune? Bin ich einfach nur faul? Oder kann man das irgendwie anders nachweisen, dass ein Motivationsloch eigentlich nicht nur mit der Persönlichkeit zu tun hat, sondern auch mit dem Gehirn? Und zwar, ich habe letztens ein Buch gelesen, habe es jetzt durch, das nennt sich The Hungry Brain von Stefan Guyene. Und das ist ein unglaublich gutes Buch, das ich dir sehr, sehr gerne empfehlen möchte. Und in diesem Buch thematisiert Stefan einen sehr interessanten Aspekt über den Neurotransmitter Dopamin. Okay? Und zwar, Dopamin hängt sehr stark zusammen mit der Motivation und mit dem Antrieb. Und die haben in Studien mit Nagetieren herausgefunden, wenn man einem Nagetier oder einer Ratte das Dopamin komplett entzieht, dann entsteht ein sehr, sehr, sehr hoher Schwellwert für ein Handlungspotential. Was bedeutet das übersetzt? Das bedeutet, wenn du kein Dopamin hier drin hast, tust du gar nichts, machst du gar nichts, bist du fast regungslos. Das heißt, tiefe Levels von Dopamin führen dazu, dass dein Handlungspotenzial so unglaublich tief ist, weil der Schwellwert so hoch ist. Okay? Bis du überhaupt mal etwas tust, benötigt es unglaublich viel, oder sogar, wenn wirklich die Levels komplett tief sind, tust du gar nichts. Und das kann man vielleicht mit dem inneren Schweinehund oder mit diesem Motivationsloch übersetzen. Jetzt ist also die Frage, wie kann dir zum Beispiel Kettlebell Training helfen, dieses Motivationsloch zu überwinden? Jetzt wird es eben sehr interessant. Und zwar, du siehst hier eines unserer Kettlebell-Workouts, das wir letzten Samstag gemacht haben. Das war richtig intensiv. Und hier ist der springende Punkt. Okay? Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, intensiv. Okay? Siehst du das hier? Dieses Workout, besonders, das ist auch das Spezielle an der Kettlebell. Auch traditionelles Krafttraining oder Strongman-Übungen können sehr intensiv sein, und wir verbinden diese drei Sachen. Aber grundsätzlich ist beim Kettlebell-Training der Vorteil, dass du das bei dir zu Hause machen kannst, dass du Kraft und kardiovaskuläres Training auf einmal hast und es wirklich sehr, sehr, sehr intensiv ist. Auch wenn man sich traditionelles Krafttraining gewöhnt ist, ist die Kettlebell einfach wirklich ein anderes Biest. Und das ist der Vorteil. Das bedeutet, dieses Kettlebell-Training, das wir letzten Samstag gemacht haben, war richtig intensiv. Und zu was führt intensives Training? Zu was führt das genau hier drin? Das hier führt zu einer Ausschüttung von, Mann, ich kann nicht zeichnen, aber du erkennst es wahrscheinlich. Ein intensives Kettlebell-Training führt zu einer Ausschüttung von mehr Dopamin. Mehr Dopamin bedeutet erhöhte Motivation, erhöhter Antrieb, erhöhte Leistung. Und das ist das Interessante am Training. Das kannst du auch mit normalem Krafttraining verbinden oder eben wie gesagt mit Strongman-Übungen oder mit Joggen oder was weiß ich. Je intensiver dein Training, desto höher ist die Ausschüttung von Dopamin. Und hier natürlich klar, du kannst mit der Kettlebell vielleicht nicht 100% Vollgas geben, wenn die Technik nicht so stimmt. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber auf was ich hinaus möchte, ist, intensives Training führt zu einer Ausschüttung von Dopamin, von diesem interessanten Neurotransmitter. Und das kann deine Motivation erhöhen. Und wenn du tiefe Dopamin-Level hast, bist du auch nicht wirklich motiviert, etwas zu tun. Und dann musst du dich selbst nicht an die Wand hauen. Okay, dann musst du nicht dich selbst immer wieder prügeln und sagen, ich bin einfach ein fauler Sack. Oder das ist dieser innere Schweinehund. Ich finde das sowieso nicht so cool. Dann denkt man irgendwie, man hat irgendetwas in sich drin, das gegen einen kämpft. Und ich bin der Meinung, dass das nicht so ist. Was ich eher der Meinung bin, das ist meine persönliche Meinung, ist, es kann eher sein, dass uns etwas fehlt. Nicht, dass wir etwas haben, das uns bekämpft, sondern dass uns etwas fehlt. Und der abschließende Punkt ist, dieser erste Schritt, wenn keine Motivation vorhanden ist, okay, das ist ganz wichtig.
Viele warten darauf, auch bevor sie mit dem Kettlebell Training überhaupt anfangen oder irgendein Training überhaupt. Sie warten darauf, dass sie irgendeinen Motivationskick erhalten von einem erhöhten Dopaminwert. Aber wir haben jetzt herausgefunden, dass intensives Training zu diesem erhöhten Dopaminausschuss führt. Das bedeutet, Motivation kannst du eher durch intensives Training erreichen. Was tust du also, wenn du gar nicht trainierst? Das ist der sprichwörtliche erste wichtige Schritt, den du vielleicht ohne Motivation machen kannst. Vielleicht denkst du, ich benötige irgendwie einen Anflug von einem Push, dass ich jetzt sage, wow, jetzt habe ich es entdeckt, jetzt möchte ich was machen. Was ich eher glaube, dass das einfach eine wichtige Entscheidung sein kann. Dass du sagst, okay, ich möchte etwas tun, das ist dein erster Schritt ohne die Motivation, die fehlt. Aber du tust es was und du sagst, okay, ich möchte mich dazu entscheiden, etwas auszuprobieren. Der erste Schritt. Dann startest du mit deinem Training und dann kann es sein, dass dann, weil du dann irgendwann später ein intensives Training verfolgst, dass du dann diese Motivation entwickelst. Motivation, die ganz am Anfang vielleicht gar noch nicht vorhanden ist. Und das finde ich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen. Weil wenn wir erkennen, dass der Antrieb und die Motivation mit einem Neurotransmitter zusammenhängen, den wir bewusst beeinflussen können, dann können wir uns eher aus einem Motivationsloch herausholen. Plus wissen wir, dass wir keinen Anflug von Motivation brauchen, um zu handeln. Beziehungsweise, dass du den ersten Schritt machen kannst. Das ist aber ein kleines Video über diese sehr interessante Thematik und das Kettlebell Training ist wirklich sehr intensiv und wir feiern das auf unserem YouTube-Channel hier. Und das ist auch unser nachhaltiger Aspekt, den wir unserer Community und unseren Kunden mitgeben möchten, weil wir glauben, dass das Kettlebell Training an sich sehr, sehr, sehr effizient ist und man damit besonders zu Hause sehr, sehr große Erfolge feiern kann. Das möchte ich dir gerne mitgeben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann crushe den Like-Button, abonniere unseren YouTube-Channel und kommentiere, wie sieht es bei dir aus? Hast du das auch schon erlebt? Hast du auch schon einen Anflug von Motivation gehabt, weil du intensiv trainiert hast? Diese Glückshormone, eben das Dopamin, du hast diese Ausschüttung schon erlebt und jetzt kannst du nicht mehr genug davon haben? Dann schreib das gerne in die Comments. Wie gesagt, Channel abonnieren und liken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.